8. Februar 2023. Willkommen im Bodenseehaus. Steht hier, das Wetter ist sensationell. Wir haben 2 Grad plus hier. Der Frühling kommt, ja. Du hast eine Skijacke an. Ja, es ist schon ziemlich frisch, auf jeden Fall. Ja, der Andreas ist hier. Ich grüße dich ganz herzlich, Andreas. Hallo. Ja, das ist ein Haus, da muss man sagen, ein Relikt für die Beständigkeit von Fertighäusern. Kann man von außen überhaupt erkennen, dass es ein Fertighaus ist heutzutage? Auf den ersten Blick eigentlich nicht. Die Bauweise ist ja heutzutage von außen jetzt nicht unbedingt zu unterscheiden zu Massivbauweise. In dem Fall steht es nichts nach. Das ist so. Ihr habt es mal renoviert. Vor circa 8 bis 10 Jahren hat es auf den neuesten Stand gebracht. Das ist ja so. Und wir wollen einfach mal zeigen, wenn man so ein Fertighaus hat, kann man in, ich sag mal, 10, 20, 30 Jahren, wenn man das jetzt veräußert, noch sehr gutes Geld dafür bekommen. Das heißt, die Wertbeständigkeit ist hoch. Ja, also das Vorurteil, dass Fertighäuser nur eine geringe Laufzeit haben, ist nicht richtig. Also wir haben auch in den 90er, 80er Jahren Häuser gestellt, wo heute noch die Familien drin wohnen und zufrieden sind. Und wie ist das? Waren die Leute damals auch schon so skeptisch und haben es dann trotzdem gemacht und haben gesagt, wir probieren es aus? Oder? Das weiß er ja noch gar nicht mehr. Er ist ja noch nicht so lange dabei. Wenn du mal kurz verrätst, wie lange. Ja gut, früher war das halt so, dass der Preis das Ausschlaggebende war. Heute sind ja andere energieeffiziente Aspekte wichtig bei der Bauweise, ökologischer und so weiter und so fort. Das hat sich ja schon gewandelt im Laufe der Zeit. Und würdest du sagen, also preislich macht es jetzt nicht mehr viel aus zu einem Steinhaus? Das kommt auch auf die Ausstattung drauf an, aber ich denke, da liegt man im Durchschnitt doch etwas günstiger. Okay. So, jetzt sieht man hier, Holzfenster sind hier drin. Ist das heute nicht mehr der Fall, Holzfenster bei euch? Nee, normalerweise sind es ganz normale Kunststofffenster, dreifach verglast, was handelsüblich ist dann. Ja, wir können es dir gleich mal angucken. Die Holzfenster, die drin sind, funktionieren einwandfrei. Das, was man früher gebaut hat, muss man sagen, ist ja nicht schlecht. Aber heute Luft-Wärmepumpe, das große System, Wärmedämmung, das werden wir uns gleich mal angucken. Die Häuser, die ihr baut, müssen ja gewissen Standards unterliegen. Jetzt gibt es auch das Thema Nachhaltigkeit, ist schwer im Kommen. Richtig, Nachhaltigkeit legen die Kunden großen Wert drauf. Das heißt, Holzständerbauweise ist ja von der Verarbeitung der Materialien bis hin zu der Energieeffizienz ein ganz großes Thema, wo Kunden heutzutage großen Wert drauf legen. Wie ist denn das? Erkennen jetzt wirklich die Profis einen Unterschied jetzt von außen zu einem Steinhaus? Habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich, ja gut, die Profis sehen das wahrscheinlich. Ist ja auch Putz drauf auf so einem Steinhaus, das ist schwer zu sehen. Wenn du jetzt von außen drauf guckst, ist es in der Regel mit Putz außen, steht auf dem Keller oder Bodenplatte. Das heißt, für den normalen Menschen ist es normalerweise nicht zu erkennen. So, wir gucken mal gerade, das ist eine Luft-Wärmepumpe. Ist es Luftwasser? Luftwasser. Das heißt, da ist eine entsprechende Fußbodenheizung drin oder sind da Heizkörper drin? Noch Heizkörper, weil es ein bisschen älter ist, das Haus. Heutzutage ist Fußbodenheizung Standard. Das heißt, also hier würde man, wenn man neu baut, entweder Luft oder halt Luftwasser bauen. Das ist je nachdem. Luftwasser. Luft machen wir eigentlich nicht, genau. Und je nach Bundesland ist ja auch Photovoltaik Pflicht. Also Baden-Württemberg hat es ja seit Mai 2022. Rheinland-Pfalz und Hessen werden, denke ich, auch irgendwann nachkommen dann. Das haben wir gesehen. All das bietet ihr an. Das heißt auch Stromspeicher, wo der Strom zwischengespeichert war. Wir hatten gestern einen Ertrag in einem anderen Haus, 2,4 kW an einem Wintertag. Das ist nicht unnormal. Das heißt, man kann sehr viel Strom gewinnen, hat kaum noch Energiekosten. Richtig. Man kann den Strom vom Dach benutzen für die Heizungsanlage, aber auch für den ganz normalen Verbrauch. Korrekt. Wie wird denn das Wasser jetzt erhitzt? Durch die Luft? Oder, ja, okay. Ja gut, die Luftwasser-Wärmesysteme sind im Fertighausbau heutzutage eigentlich Usus, Standard, sagen wir es mal so. Aufgrund der Energieeffizienz, Öl verbaut man gar nicht mehr. Gas heutzutage auch ein schwieriges Thema. Das heißt, das ist eigentlich das dominierende Wärmemedium. So, jetzt sieht man, dazu muss das Haus natürlich relativ dicht sein. Eure Häuser sind dicht, das heißt, die werden ja CNC gefertigt auf, ich sag mal, Millimeter genau. Das geht beim Steinhaus nicht so einfach. Richtig, wir haben halt einen sehr hohen Vorfertigungsgrad im Werk. Das heißt, da wird alles darauf geachtet, dass das Haus bei der Endmontage dann absolut luftdicht ist. Es gibt ja dann auch diese Blower-Door-Tests, so wie sie genannt werden. Das heißt, da wird dann jeder Raum auf Luftdichtheit geprüft. Und das bauen ja mittlerweile viele. Die Technik hat sich stark gewandelt. Demnächst, ich habe schon berichtet, Sie sind am Arbeiten an einer Schallwärmepumpe. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört.
kommt demnächst. Also die kommt. Effizienz und du hast kein Spezialmittel, was irgendwie eingeführt werden soll. Es funktioniert mit einem Lautsprecher. Ganz witzig. Also wir werden in den nächsten Jahren da auf jeden Fall einiges erfahren. Hier drin, wenn man schaut und sich den Raum wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, dann sieht man auch, wie großzügig hier alles gestaltet wurde, auch schon damals. Das heißt, hier war damals auch schon komplett alles offen. Die Wand gab es nicht, oder? Nee, war alles offen, so von der Bauweise, wurde halt renoviert. Aber hier haben wir den Wohn- und Essbereich, den man hier sieht, der ist so von der Raumaufteilung geblieben. Damals war das der letzte Schrei, muss ich sagen. Damals war ja Wohnzimmer, Esszimmer, alles war getrennt. Du kannst dich noch damals erinnern. Aber schon ihr habt damals komplett offen gebaut. Oft sind die Musterhäuser, wenn wir reinkommen, die teilweise 10 Jahre alt sind, denkst du, die werden gerade erst gebaut worden. Ihr setzt die Trends oft, oder? Ja, hier kommen ja auch viele Besucher, die nicht nach Hausbau gucken, sondern die wollen renovieren, wollen nach dem neuesten Fliesentrend schauen. Das heißt, das sind gar keine Kaufinteressenten, sondern dann... Das gibt's auch, ja. Das gibt's auch. Ist ja schade für dich, oder? Ja. Aber es ist ja so, der Kundenaufbau und so weiter, das dauert manchmal. Oft geht es schnell, dass Leute auch ein Haus bestellen, die Zinsen steigen, da warten die nicht ewig, oder? Ja gut, die Zeit zur Zeit ist schwierig, richtig. Zinsniveau, Inflation, Preissteigerungen, das sind so die dominierenden Themen zurzeit. Und da gucken die Leute natürlich auch schon, wo sie natürlich dann effizient bauen können. Ja, jetzt haben wir hier was ganz Besonderes, wirklich mal eine abgeschlossene Küche mit der Tür, mit einem Durchgang. Sieht man ja so auch nicht mehr. Richtig, also früher hat man ja fast ausschließlich geschlossene Küchen gehabt. Der Trend kam ja dann erst etwas später und hier haben wir, wie gesagt, noch eine geschlossene Küche, die auch noch Fans hat. Also es gibt durchaus auch Baukunden, die sagen, ich möchte beim Kochen die Tür zumachen können. Das hat man bei einer offenen Küche ja so nicht. Ja, also ich sehe da auch ein paar Vorteile, gerade wenn jetzt mehrere Leute im Haus sind oder mal Besuch ist oder so. Man kann sich halt, oder auch wenn jetzt das Wohnzimmer getrennt wäre, man kann sich halt zurückziehen oder jetzt auch in der Küche in Ruhe arbeiten. Ist halt nicht ganz so laut, ja. Und das Personal, was mich dann bekocht später, genau. Das hat einen eigenen Bereich. Hier vorne, da ist wahrscheinlich die Speisekammer drin, offiziell. Der Technikraum. Ja. Technikraum, ich darf mal reinschauen. So, das ist jetzt Stand der Technik 10 Jahre. Heute sieht das ganz anders aus, aber die Technikräume von heute, da riecht nichts mehr nach Öl oder irgendwas. Das ist quasi so, dass ich eine Luftwärmepumpe habe. Der Kompressor ist meistens innen dann. Ist das korrekt? Ja. Okay, der ist hier vorne drin. Und dort die Temperatur zu erreichen, also hier für die Heizkörper, ist kein Thema. Das funktioniert gut. Das funktioniert, ja. Das funktioniert. So, wir gehen mal durch. Ja, wenn die Leute kommen und das Haus hier sehen, was ist, ich sag mal, der Grund, ihr habt das Haus ja schon ein bisschen länger hier stehen. Was ist der Grund, dass ihr genau das Haus zeigt? Ist das so ein, ich sag mal, ein Beispiel dafür, dass ihr nachhaltig baut, dass die Häuser damals, ich sag mal, heute noch problemlos bewohnbar bestehen? Genau, wir haben hier ein Musterhaus, wie gesagt, schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Und wir hier sehr gut zeigen können, dass ein Musterhaus nach ein paar Jahrzehnten nicht nur noch gut in Schuss ist, sondern auch voll funktionsfähig ist. Und das kommt bei vielen Kunden auch gut an, die auch mal was Einfacheres haben wollen oder sehen möchten. Und da sind wir eigentlich ganz froh. So, das Gäste-WC, das ist gleich wie bei vielen anderen, wie man sieht. Simone kommt gleich dazu. Ja, da fallen der Simone immer so 10.000 Sachen ein, die irgendwie kommen. Aber ihr habt das schön renoviert. Also wenn du überlegst, dass das Ende im Prinzip der 80er ist, das sind ja viele Häuser, die so in dem Bereich waren, die renoviert werden sollen. Jetzt verstehe ich auch, dass viele gucken kommen wollen und mal sagen wollen, was mache ich aus so einem Haus? Genau, also man kann ein Fertighaus auch nach ein paar Jahren renovieren, ja, oder die Technik auswechseln. Das kann man durchaus tun. Und insofern hat der Kunde da mit einem Fertighaus keinen Nachteil. So, hier, das Bad ist auch neu. Hier ist eine Besonderheit, das hier könnte auch eine Einliegerwohnung sein, oder? Ja. Theoretisch ja. So, großes Bad mit drin. Die begehbare bodenebene Dusche. Ihr habt natürlich hier einiges nochmal investiert. Man kann das Haus tatsächlich komplett zurückbauen. Das wird auch öfter mal gemacht. Man kann es zerlegen, kann die Schrauben rausholen und es gibt Leute, die kaufen sowas. Es kaufen Leute auch, ich sag mal, gebrauchte Musterhäuser. Wenn ein Haus dann praktisch abgeschlagen wird für ein neues, gibt es dann tatsächlich auch einen Käuferkreis, die das Haus dann abbauen lassen und woanders wieder aufstellen lassen.
Also es wäre jetzt anders, Fußbodenheizung wäre jetzt hier drin in den neuen Systemen. Die Fertigungstechnik wesentlich anders oder habt ihr damals Holzständer auch gebaut? Ja gut, der Vorfertigungsgrad im Werk ist heute natürlich exorbitant hoch. Das heißt, die Häuser werden ja innerhalb von 2 Tagen gestellt vom Rohbau und dann kommt die Ausbauzeit, die zurzeit aufgrund der aktuellen Lage zwischen 4 und 6 Monaten. Gut, es wird ein bisschen weniger, ihr merkt das schon oder habt ihr gut zu tun? Ja gut, die Inflation, Preissteigerungen und vor allen Dingen das Zinsniveau hat jetzt dazu geführt, dass die grundsätzliche Nachfrage deutlich zurückgegangen ist. Aber gebaut wird immer, so gibt es ja diesen Spruch. Das Klientel hat sich halt auch ein bisschen verschoben. Inwiefern? Ja, dass die normale Familie mit normalem Einkommen zurzeit weniger zu finden ist, weil ganz einfach die Finanzierungen für die dann schwierig sind. Ich meine, wir kommen von roundabout 1%, liegen jetzt bei 4%. Das ist dann halt schon ein Unterschied. Also wer jetzt Geld hat, das Renditeobjekt sucht, der findet wahrscheinlich mehr Möglichkeiten zu bauen. Vielleicht gibt es das eine oder andere Grundstück jetzt noch mehr, oder? Gut, die Preise kommen ja, was Grundstücke anbetrifft, teilweise auch schon wieder ein bisschen zurück. Ja, man braucht ja nicht nur ein Haus, sondern erstmal ein Grundstück logischerweise. Und gut, der Kostenfaktor zieht sich ja vom Kellerbauer bis zum Haus. Grundstück zieht sich ja von den Kosten eigentlich durch. Deckenhöhe hier, was haben wir im Moment hier in dem Haus? Wir haben, glaube ich, 2,52. Und jetzt, das wird auch noch so gebaut, in der Plus-Minus? Ja, wobei wir individuell auch höher bauen können auf Kundenwunsch. Also es gibt ja Leute, die möchten ein bisschen höhere Decken haben. Dann können wir das natürlich auch machen. So, Grundriss alles frei planbar oder habt ihr... Also der Kunde sagt uns, was er gerne für Räume in seinem Haus haben möchte. Wir setzen dann eine Grundrissplanung auf, sprechen das mit dem Kunden ab und versuchen jeden Wunsch, wenn es baurechtlich und bautechnisch geht, umzusetzen. Der Kunde, der kann auch ein bisschen was selber machen? Ja, Eigenleistungen sind möglich, auch eigentlich in einem sehr hohen Maß. Also früher hat man ja gedacht, ja gut, die Bodenbelege kann ich machen, die Malerarbeiten. Heutzutage bei uns ist es so, bis zu den Innentüren, Sanitärausstattung kann der Kunde auf Wunsch das auch selbst dann ausführen. Okay, das heißt, der Kunde kann selbst bestimmen, wie roh er es gerne hätte. Wenn das gestellt wird, was ist denn alles schon drin? Was ist denn fertig? Meistens. Die Wände sind fertig, das Dach ist fertig, der Außenputz ist drauf, die Unterputzspülkästen, was Sanitär anbetrifft, sind drin und dann kommt der Innenausbau dann nach dem Stelltag, sprich Elektrik, Bodenbelege, Sanitär und so weiter. Aber das ist dann schon drin, auch wenn man dann noch selber was ausbaut? Je nachdem, was man selbst ausbauen möchte. Also das kann man eigentlich frei wählen, ich will Sanitär mache ich selber, Genau. Fliesen mache ich okay. So, jetzt können wir mal gucken. Ende der 80er, ganz ehrlich, das ist schon sehr modern geplant. Wenn du hier hochguckst, sehr viel Licht in allen Bereichen. Die Thema Raumaufteilung, gut, ihr seid ja hochflexibel. Das heißt, also ihr könnt alles am Rechner planen. Ich finde auch gerade hier der obere Bereich wirkt sehr offen, sehr modern. Sieht man nicht, dass es schon so alt ist. Party. Ja. Das kann natürlich ein ganz tolles Elternschlafzimmer sein. Das könnte aber auch ein Wohnzimmer sein, ein zweites. Ich hatte auch mal einen Künstler hier im Haus, der gesagt hat, für ihn wäre das ein wunderbares Atelier. Ja, Ist das Südseite hier? ja, das ist, genau, so, da geht er hinten. Ich stelle mich mal ganz in die Ecke, dass man das mal sieht. Ende der 80er und bitte, liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, mein Gott, so hohe Decken, wer soll das heizen? Das ist heute kein Thema mehr bei diesen, ich sag mal, ganz starken Dämmungen, die hier verwendet werden. Und der Luftzirkulation ist, wie wir gelernt haben, das Thema Heizen kein Thema mehr. Die sind so dicht, die Häuser, dass über die Wände kaum noch irgendwas abgeht. Das sind meistens dann, ich sag mal, Fehler in der Lüftungsanlage vielleicht, die kaputt ist. Da ist ein Wärmetauscher drin. Ja. Heutzutage sind die Wände ja hocheffizient gedämmt, was ja auch ein großer Unterschied zu anderen Bauweisen letztendlich ist. Also was erlebst du so? Welche Dacharten sind denn jetzt so am beliebtesten? Also hier haben wir jetzt ein klassisches Satteldach, was ziemlich übersteht auch noch. Man sieht ja jetzt auch hier alle möglichen Dachformen eigentlich. Was würdest du sagen ist so? Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja, es gibt die traditionellen, die auf Satteldach gehen. Walmdach ist auch sehr hübsch.
Das ist jetzt hier in Waldenbach, oder? Da drüben, ne? Ja. Genau. Ja, das auch. Wir lernen, die Lernkurve ist hoch, oder? Walmdach, Satteldach. Was gibt es noch alles? Flachdach, genau. Pultdach ist etwas modern, aber jetzt nicht federführend nachgefragt. Flachdächer haben immer noch von früher das Vorurteil, dass sie irgendwann undicht sind, was aber mit der heutigen Bauweise eigentlich ausgeschlossen ist. Und wie ist es, wenn jetzt wirklich mal so extrem viel Schnee liegt, wie jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren in Garmisch-Partenkirchen oder so, also dass Meter hoch der Schnee ist, hält das auch aus? Also die Schneelast wird ja bei der Werkplanung berechnet. Ja. Natürlich ist es von Region zu Region auch unterschiedlich. Ja. Wir jetzt hier in Mannheim sind ja mit Schnee jetzt nicht so betraut. Das ist ja in Bayern oder so nochmal ein anderes Thema, aber die Schneelast wird innerhalb der Werkplanung auch berechnet. Okay. Das Ganze muss ja auch den Normen entsprechen. Das Thema, ich kann alles wählen, das heißt, was aufs Dach draufkommt, wie viel Solar draufkommt, könnt ihr das komplett liefern? Alles, auch Schränke mittlerweile? Ja, wir können auch, Standards sind ja beispielsweise Betonziegel, der Kunde kann aber auch auf Tonziegel umschwenken. Wenn der Bebauungsplan, also wenn keiner da ist und das Bauamt das zulässt, können auch farbige Ziegel gewählt werden, wie man es möchte. So, und der Grundriss. Für damalige Verhältnisse war das hier bestimmt, wenn ich mir vorstelle, so Ende der 80er, wenn du so ein Haus hattest, da warst du schon wohlhabend. Und die Leute haben gesagt, hey, guck mal, was für ein Traumhaus. Und wenn du überlegst, ihr habt das schön renoviert, das wäre heute noch immer noch sehr wertvoll. Also gerade Gebrauchthäuser, ich glaube, das wäre jetzt kein Nachteil. Lohnt es sich manchmal, ein Haus abzureißen, neu zu bauen? Weil ich sag mal, Energieeffizienz, dann steht das da, das Grundstück ist da und wenn ich die ganzen Renovierungskosten einrechne? Das muss jeder für sich selbst letztendlich wissen. Klar, hängt ja auch vom Alter ab. Wenn jetzt ein Mitte 50-jähriges Ehepaar abreißt und neu baut, da ist ja die Lebenszeit nicht mehr so lange dann. Ja, das ist jetzt bei einer Familie mit 30 natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber ich mein Haus, das alte Haus, was groß ist, gut verkauft bekomme, nehmen wir was Kleines, Schönes, neu gebaut. Ist ein absoluter Trend zurzeit, dass Leute sich verkleinern wollen, weil die Kinder aus dem Haus sind, weil es gesundheitlich nicht mehr so geht wie jetzt noch in jungen Jahren, das Haus zu groß ist. Also da kommen relativ viele eigentlich zurzeit, die sich dann, was weiß ich, von 180 auf 100 Quadratmeter verkleinern möchten, verkaufen dann ihr Haus und möchten dann, wie gesagt, etwas Überschaubareres bauen. Und was momentan auch sehr im Kommen ist, ist das alters- und behindertengerechte Bauen. Verbreitete Innentüren, ebenerdig. Du kannst dich mit dem Rollstuhl dann in jedem Raum um die eigene Achse drehen. Das sind so Themen, die auch bei jungen Familien immer mehr zumindest im Bewusstsein sind. Großes Haus, wie groß ist das hier ungefähr? Wir haben hier 163 Quadratmeter. Ohne Keller, auch schon damals. Bodenplatte ist. Bodenplatte. War das damals auch schon ein Trend? Weil damals haben viele mit Keller gebaut? Bodenplatte ist auch erst in den letzten Jahren eigentlich gekommen, aus Kostengründen natürlich auch. Ja. Früher hat man ja, gibt ja auch Kunden, die sagen, mein Haus muss auf dem Keller stehen, sonst ist es kein Haus. Die Leute gibt es natürlich auch. Aber es ist natürlich, man kann heutzutage sagen, Faktor 3 von den Kosten von der Bodenplatte zum Keller. Ja. Also durchschnittliche Bodenplatte liegen mal roundabout, je nach Größe, um die 30.000. Keller kannst du schon fast sechsstellig von ausgehen. Das heißt, der Faktor 3 von Bodenplatte zu Keller. Ja, Wahnsinn. So, ich darf da mal reinschauen in den Raum? Das ist abgeschlossen tatsächlich. Was ist da drin? Die Rumpelkammer. Die Rumpelkammer. Okay. Dach, ja, genau. So, das heißt, wir haben also hier linke Seite. Auch Stauraum. So, hier ist noch ein Kinderzimmer. Das war da. Das will ich jetzt mal nicht hin. Kniestock ein bisschen höher, als es heute Trend, wenn es erlaubt ist. Auch sehr unterschiedlich. Ne? Das kommt natürlich immer, ob es einen Bebauungsplan gibt, wie die Nachbarbebauung ist, kommt es drauf an, wie die Vorgaben sind. Aber ist ein ganz normaler Baustandard mit Kniestock. Ne? Was ist, wenn ich jetzt, du hast ja von Begrünung vorhin gesprochen, Dachbegrünung, Solar und so weiter. Macht ihr das auch alles oder muss ich da nochmal jemand extra engagieren? Also wir machen schlüsselfertig dann so, dass der Kunde einziehen kann, bis auf die Ausstattung der Räume letztendlich. Ne? Also wenn er Photovoltaik will, kriegt er das aufs Dach.
Die Außenanlagen und so weiter ist dann alles Bauseits. Ne? Also Garten, Zaun und so weiter, Garageneinfahrt ist alles Bauseits. So ein typisches Haus, so 100 Quadratmeter, was kostet das? Gut, man kann jetzt zurzeit von einem Quadratmeter schlüsselfertig ausgehen, also pro Quadratmeter Wohnfläche 3.500, je nach 300.000, das heißt so ein 100 Quadratmeter Haus 300.000. Oder geht das ein bisschen, wird es günstiger, wenn es ein bisschen größer ist? Dann gibt es so eine Mindestgröße? Der Quadratmeterpreis bleibt ja letztendlich gleich. Je nach Ausstattung kannst du da noch ein bisschen jonglieren, aber 3.500 pro Quadratmeter Wohnfläche fürs Haus, also exklusive Bodenplatte, Keller, musst du dann schon rechnen. Okay, das Haus hier nochmal 150? 163. 163, das heißt, wir liegen hier bei 500.000, 600.000 bei dem Haus. Heutzutage wäre das so, ja. Das war krass, oder? Wie sich das entwickelt hat, die Werte, oder? Ja gut, jeder weiß das ja, die Kosten explodieren. Das ist in der Baubranche natürlich auch so, neben den Verfügbarkeiten, wo momentan natürlich auch für viele ein Thema ist. War das jemals rückläufig, dass auf einmal Häuser nichts mehr wert waren? Gab es das jemals? Nö, Immobilien sind immer gestiegen. Ja, ist ja immer eine beständige Wertanlage, sagen wir es mal so. Ja. So, du wolltest Bausatz. Ja, wie hast du es genannt? Bausatz, was bedeutet das? Also Bausatz von euch? Bausatz heißt, dass der Bauherr das dann selbst erledigt. Ne? Wie Garten anlegen, Gartenzaun. Also auch so eine Begrünung müsste er halt dann organisieren? Wenn es eine Dachbegrünung beim Flachdach ist, können wir das mit anbieten. Aber die Gartenanlage und so weiter ist dann... Okay. Also wir kommen aus einem anderen Bereich, muss ich sagen. Wir kommen ja aus dem Bereich... Du steigst ein ins Wohnmobil, die ganzen Möbel sind drin, die Heizung ist drin, du kriegst eine Übergabe, 24 Stunden, das wird gebaut. Aber ganz krass ist, glaube ich, wenn ihr anrückt mit den Bauteams, die das Haus stellen, da ladet ihr auch schon mal Interessenten ein, die zu einem Bautermin mal zugucken dürfen. Also wo ihr sagt, hier in der Nähe wird demnächst mal ein Haus gestellt, da sprecht ihr natürlich mit den Eigentümern, ob da jemand mal dazukommen kann. Das ist sehr atemberaubend, oder was da passiert? Das ist der berühmte Aha-Effekt, ja, wenn man mal sieht, wenn die Schwertransporter kommen, der große Kran, wie schnell das dann eigentlich geht, bis das Haus dann, ich habe ja vorhin gesagt, innerhalb von 2 Tagen steht der Rohbau praktisch. Das können viele ja gar nicht glauben. Sind die dann eher so, oh Gott, jetzt vertraue ich da erst recht nicht mehr, wenn das so schnell geht, kann es ja nur schief gehen so ungefähr? Oder sind die dann eher so, oh, jetzt erst recht, jetzt will ich erst recht so ein Fertighaus? Also die Emotion wächst immer, je mehr man sieht. Man freut sich ja auf das neue Zuhause. Man sieht dann, dass die Wände gestellt werden, das Dach drauf kommt. Dann steht der Rohbau und dann möchte man ja so schnell wie möglich, dass es dann noch fertig ist als Bau. Also ich glaube, ganz krass ist, wenn du nur die Bodenplatte siehst und dann denkst, mein Gott, wie soll ich jemals darin wohnen? Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen stehen auch hier die Musterhäuser, dass man die Räume auch mal begehen kann, wie groß die sind. Mir hat einer mal erzählt, er stand auf der Musterplatte, hat gesagt, das Haus ist viel zu klein. Also dann, auf der Bodenplatte. Ja, das kann ich bestätigen. Wenn man auf der Bodenplatte steht, kann man sich das mit dem Haus eigentlich in der Regel schwer vorstellen. Überhaupt nicht. Ja, weil das Raumverständnis einfach fehlt. Ja, du hast eine Platte, guckst ringsrum und wenn die Hauswände dann gestellt werden, dann nimmt das natürlich Formen. Doppelhaushälften ist das oft noch im Trend? Ja, gibt ja auch Grundstücke, die so bebaut werden müssen oder sollen. Gibt es natürlich auch. Also vom Bungalow über Doppelhaus, Einfamilienhaus bauen wir eigentlich alles. Wie viele Stöcke sind denn eigentlich möglich, wenn man sagt, ich will 3, 4, 5 Stöcke bauen, ist das auch gar kein Problem? Oder? Ist eigentlich kein Problem, wobei ab 3 Wohneinheiten das baurechtlich wieder ein Thema ist. Also vom Brandschutz her beispielsweise müssen da andere Dinge erfüllt werden. Da ist die Werkplanung auch ein bisschen schwieriger. Also gewerblich ist auch, glaube ich. Ja, auch das hat natürlich andere Voraussetzungen. Aber ich sage mal, 2 Wohneinheiten unten und oben oder wie auch immer ist ganz normal. Aber ab 3 Wohneinheiten haben wir dann das Thema Brandschutz. So, Bodenseehaus, großes Team habt ihr? Team von den Mitarbeitern. Ja, genau, insgesamt beim Bodensee. Ein normales mittelständiges Unternehmen, familiengeführt. Häuser werden seit 1977 gebaut, also schon eine ganze Ecke. Und, ist auch damals ein Schreinerbetrieb, Handwerker? Oder? Nee, aus dem Sägewerk, das es heute auch noch gibt, entstanden. Und es wurde dann eine große Schreinerei übernommen, meines Wissens. Und wie gesagt, seit 1977 Hausbau. Warum sind die alle am Bodensee?
Da ist der Firmensitz halt. Nee, alle sind irgendwie da. Schwarzwald, Bodensee, die kommen. Ist das da das Holz ist so da, oder? Nö, das weiß Zufall. ich nicht. Zufall, ja. Okay. Schön, komm, wir gehen mal runter. Simone. Das ist immer den Leuten ein bisschen schwierig zu verkaufen. Du kommst in ein Musterhauszentrum und wir haben jetzt immer gedacht, da gibt es nur nagelneue Häuser, aber das geht ja technisch gar nicht. Ja, man kann ja wirklich jedes Jahr alles abreißen. Alles abreißen, aber ich nehme an, Andreas, das ist wahrscheinlich nicht das einzige Haus, was ihr in Deutschland stehen habt. Oder habt ihr mehrere Häuser an mehreren Standorten? Ja, also unser Vertriebsgebiet ist praktisch Mitte Deutschlands nach unten, Österreich, Schweiz, also Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern. Und da werden pro Jahr, wir haben jetzt letztes Jahr Auftragseingang knapp 80 Häuser gehabt, die natürlich dann auch alle produziert werden müssen, durchs Werk durch müssen, klar. So, und das ist so eine Wand, oder? Bitte? Das ist so eine Wand? Das ist die Außenwand, genau. Wir haben hier, wenn ich es mal zeigen darf, diese Holzfaserdämmung außen. Das ist dieser Querschnitt hier, wo dann der Putz auch drauf kommt. Dann haben wir die Holzständerbauweise und dann die Dämmung, OSB-Platte, Gipskarton. So sieht die Außenwand aus und drüben haben wir dann die Innenwand, die logischerweise etwas schmaler ist. Das hat jetzt einen Durchmesser von 15 cm. Aber das hier könnte doch auch nass werden, oder? Also durch den Putz jetzt? Oder sind diese irgendwie wasserundicht? Das ist durch den Unterputz, die Armierung und den Oberputz ist das praktisch dicht. Okay. Atmungsaktiv, das heißt? Atmungsaktiv. Auf Wunsch auch mit Holzverkleidung. Das sehen wir da vorne teilweise auf dem Foto da oben. Dass man das von der Außenfassade dann auch mit Holz machen kann, was aber in der Folge oder in den Folgejahren natürlich mit auf sich hat, dass man das auch pflegen muss. Ja, es gibt ja neue Techniken, also OSB-Platten und so weiter. Gibt es auch, ja. Die das Ganze auch mit ganz gepressten Materialien, die Farben und so weiter nicht verändern. Was ist das hier für ein Haus hier unten? Das steht in den Alpen, ist so ein typisches von der Bauweise her für die Region, dass man mit den Balkonen, Holzbalkonen und so weiter baut. Ist aber Sichtholz außen, das ist jetzt keine tragende? Genau. Das heißt, die Bauweise ist gleich in dem Fall. Genau. Und preislich, wie macht das jetzt einen Unterschied? Also wenn ich Putz mache oder Holz oder USB oder wie ist es dann? Also kann ich sagen, Holz ist mit so das günstigste, aber ich muss es pflegen? Na gut, ich sag mal, der meistgenommene Außenfassaden ist Putz immer noch. Bei Putz ist ja Standard weiß, dann kann man natürlich auch Farbe wählen, wenn man möchte, von Gelb über Blau, sonst was. Das ist eigentlich das Dominierende. So, ist die Lampe von euch? Ja. Sehr schön. Aber der Vorteil ist, die nimmt doch keiner so schnell mit. Ja. Eine Nachttischlampe, die man nicht mitnehmen kann, ja. So, krass. Also wenn du überlegst, das ist jetzt original so alt wie meine Tochter. Und steht gut da. Das heißt hier auch außen, der Putz, alles, das ist noch nicht verändert worden. Das ist so original, wie es damals geworden ist es, aber der Putz ist noch original. So, Bodenseehaus. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, verschiedene Haustypen, habt ihr die auf der Webseite oder sagt der Kunde, kommt der schon mal mit irgendwelchen Bildern aus dem Internet und sagt, so hätte ich es gerne, auch von Marktbegleitern? Ganz oft, ja. Also wir haben auf der Homepage verschiedene Musterhäuser und Grundrisse, auch Kataloge herkömmlich, klar, aber unsere Stärke ist eigentlich die Individualität. Das heißt, die Kunden kommen, möchten ihre Wünsche umgesetzt haben und das versuchen wir dann einzusetzen. Ihr könnt alles bauen. Ihr könnt sofern es baurechtlich und bautechnisch dann vorgegeben ist und funktioniert. Das heißt, der kann sein Wunschhaus mitnehmen und mitbringen auf dem Smartphone, kann sagen, hier mein Nachbar, der hat ein schönes Haus, ich kenne zweimal so groß. Das ist ja der Unterschied zu den Systemhausanbietern. Systemhausanbieter haben ja dann 4, 5 Häuser, die sie dann standardisiert produzieren. Da sind dann die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten oft auch eingeschränkt. Bei uns, wir versuchen, wie gesagt, alle Kundenwünsche dann zu erfüllen. Dein Vor- und Zunahme komplett? Andreas Olbert. Andreas Olbert in Mannheim, ja. Und du bist wahrscheinlich noch die nächsten paar Jahre hier? Oder? Ja, das wird sich zeigen. Ich denke, dass dieses kleine Delta, wie wir es momentan erleben, dann sich auch wieder erholt. Gebaut wird immer, so sagt man ja. Und insofern
der Job macht Spaß, weil man mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hat, mit unterschiedlichen Budgets. Manchmal ist es ja auch so, muss man ja auch Familien enttäuschen, die eine andere Vorstellung haben von dem Preisvolumen. Das gibt es natürlich auch, klar. Aber das Schönste ist ja immer, wenn man dann bei der Schlüsselübergabe in strahlende Augen guckt und die Familie dann. Also ich denke mal auch die Ehe, bitte. Was muss man denn mitbringen an Budget, wenn du sagst, manche sind auch enttäuscht, haben sich was anderes vorgestellt? Na gut, es gibt tatsächlich Leute, die denken, für 200.000 kriegst du ein Haus. Das gibt es eigentlich so nicht. Man muss je nach Größe, ich denke mal heutzutage mal mindestens eine 4 vorne dran, muss man kalkulieren. Ein Neubau mit der Bodenplatte, oder? Die kommt dann noch dazu. Also ich sag mal, so eine 500.000 muss man schon einrechnen. Kommen ja auch die Baunebenkosten noch dazu, Erdarbeiten. Also eher ein bisschen mehr. Architekt, ist er dabei bei euch? Bei uns ist er dabei, die Architektenplanung. Das heißt, wir machen eine Grundrissplanung, kümmern uns um die Bauantragstellung, was ja auch gemacht werden muss. Was ja übrigens auch ein großes Malheur ist, die Bauämter sind ja nicht gerade die schnellsten. Oft dauert es halt auch relativ lange, bis die dann eine Baugenehmigung haben. Aber ich muss mich ja als Bauherr eigentlich um nichts kümmern, oder, wenn ich das euch abgebe? Na gut, die Verwaltungsgänge musst du selbst machen, musst ja auch unterschreiben, klar. Okay. Aber wir versuchen natürlich, den Bauantrag fertig zu machen. Der Bauherr muss das dann einreichen, klar. Aber das Wichtigste ist immer der Dialog miteinander, die Kommunikation. Ja. Komm, wir gehen mal außen rum. Also wir sind hier in einem ganz großen Musterhauszentrum in Mannheim. Fertighaus Center. Ja. Und das Ganze ist auf dem Maimarktgelände. Ist ein bisschen spooky, wenn hier noch keiner ist. Aber man muss sagen, ihr arbeitet auch am Wochenende, Samstag, Sonntag. Deswegen ist hier Montag, Dienstag zu. Ist das so ein bisschen der Ausgleich? Ja, genau. Also wir haben Montag, Dienstag ist der Park geschlossen, für Termine offen, aber die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntags, 10 bis 17 Uhr und die Haupttage sind Freitag bis Sonntag, wenn die Leute halt frei haben. Strömen die Leute gleich hier rein um 10? Stehen die dann schon draußen? Na ja, gut. Ich sag mal, der Hauptschwung am Wochenende kommt immer so nach dem Mittagessen. So gegen 1, 2 ist eigentlich der meiste Betrieb dann hier. Ne? So, also Bodenseehaus. Wir werden gleich noch was ganz Tolles gucken. Zweites Video. Ich nenne es mal Modulhaus. Viele würden sagen, vielleicht auch ein Tiny House. Das ist jetzt als Büro genutzt hier hinten. Aber auch das kann man planen. Es gibt in einigen Ländern ja Bebauungsrichtlinien. Bayern bis 70, 75 Kubikmeter umbauter Raum und so weiter. Haben wir schon Tiny Häuser gezeigt, die in Bayern sind. Die anderen haben bis zu 10, 15 Quadratmeter. Thema Tiny House. Bis gleich. Vielen Dank und ja, ich bin mal sehr gespannt, was mich hier erwartet. Tschüss.